Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gear Time News Update zur NAMM 2020. Heute geht es unter anderem um das Universal Audio Luna und um Telefunken M260. Los geht's! Whitey! Timson! Die NAMM ist im vollen Gange, endlich. Ja. Und es sind wieder mehrere sehr interessante Sachen vorgestellt worden. Zwei picken wir uns heute wieder raus. Das ist zum einen das Universal Audio Luna und zum anderen Telefunken M260 Röhrenmikrofone. Starten tun wir mit dem Announcement, was gerade echt mega durch die Recording-Welt durchgeht. Und zwar, dass Universal Audio jetzt eine DAW baut. Ja. Warum? Also ich weiß, ich habe eine Vermutung, aber... Also natürlich, grundsätzlich ist ja Universal immer im Vintage-Bereich auch unterwegs, ne? Mit ihren Nachbauten von den eigenen Klamotten und das ist einfach nur eine logische Konsequenz, dann irgendwann eine DAW rauszubringen, die übrigens ja dann auch gekoppelt ist an die Hardware von denen. Ja, ne? Das ist nämlich, glaube ich, auch der Grund, warum. Das habe ich jetzt auch mehrmals schon in den Kommentaren gelesen. Naja, das ist halt auch ein guter Absatztreiber für ihre eigenen Kram, ne? Weil die kostet zwar nichts, die ist kostenlos, wenn man ein Arrow oder Apollo Interface besitzt, das dann im Endeffekt als Dongle funktioniert, ne? Ja, so. Kann man so sagen, ja. Und es hält einen natürlich auch ein bisschen in dem Kosmos, weil, und jetzt kommt der große Clou, was dieses Teil kann. Es ist nicht nur eine Standard-DAW, wo du deine Plugins außerhalb von Universal Audio, soll man ja auch die normalen Plugins einbinden können. Also sehr grundsätzlich sieht das ganze Ding erstmal so, dem Logic nicht so richtig unähnlich, ne? Nee. Muss man sagen. Also der ganze gesamte Aufbau erinnert doch schon sehr an Logic. Im Prinzip auch das, was man bekommt, ist halt wirklich so eine DAW in dem Style. Und ich finde die Farbgebung gerade im Arrangierfenster erinnert mich wiederum ein bisschen an Ableton. Ja, von den bunten Farben her. Ne? Was ich aber extrem hübsch finde, ist der Mixer von Luna. Ja. Der hat halt so diesen analogen Charme, ne? Ja. Also da wünsche ich mir manchmal einen Skin für den Logic Mix. Ja. Und was es jetzt tatsächlich besonders macht, ist, du kannst, oder jetzt zum Start von Luna wird es ein Neve-Summierer Art Plugin geben, dass du in die Channels packen kannst und dann soll das halt analog klingen. Ja. Nach Neve Sound, ne? Und halt Bandmaschinen. Genau. Hast du mit drin von vornherein. Bandmaschinensättigung. Ja, das heißt, du hast also verschiedene Emulationen von Bandmaschinen, von der A800 und diversen anderen noch, weiß ich nicht. Und was die auch noch haben, ist, die haben eigene Softwareinstrumente. 2-3 Stück an der Zahl, damit geht es online. Einmal mit einem Moog, einmal mit einem Minimoog. Ja, Minimoog, genau. Minimoog, ja. Einem Grand Piano und das müsste ein gesampeltes oder aufgenommenes Steinway Piano aus den United Recording Studios sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und dann noch ganz viele Sample-Kram, also die haben irgendwie Shape, das ist so ein Multi-Instrument mit ganz vielen Sounds, wo unter anderem Spitfire Audio und so weiter und so fort Sounds geliefert haben, also auch sehr hochkarätig. Und das Ganze ist auch ist kostenlos dann für die User dieser Interfaces. Ja. Ne? Und der Witz soll halt auch sein, dass du das halt auch alles bei der Aufnahme direkt nutzen kannst. Ja, genau, ne? also Realtime quasi. Ja, genau, und die haben halt irgendwie da eine eigene Audio-Engine entwickelt, die irgendwie aus 2 Engines besteht und das soll sich halt so anfühlen, dass du als User niemals merkst, dass du eine digitale Workstation hast. Also das heißt, du spürst niemals Latenz, egal beim Einspielen oder beim Abhören. Das wäre geil. Also die sagen, die werben ja auch mit Analog Sound at the Speed of Light. Genau. Ja. Na gut, aber warten wir es einfach mal ab. Absolut, also hören würde ich es gerne. Jetzt ist es natürlich so, wir haben weder ein Arrow, noch haben wir uns ein Apollo-Interface gekauft, denn wir haben es kommt ja erst im Frühling raus. Auf den Markt, ne? Also im Moment ist es ja noch nicht available. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem super interessant, vor allem auch wie diese Summierung mit diesen Neve- und Bandmaschinen-Dingern dann funktionieren wird. Es wäre halt mal spannend festzustellen, auch tatsächlich, also ich meine, wir haben ja auch hier die UAD-Karten drin mit tonnenweise Plugins. Ob das dann tatsächlich so ein anderer Schnack ist, ob sich das irgendwie da von dem unterscheidet, das würde mich sehr interessieren, würde ich gerne mal hören. Das finde ich übrigens schade, dass nicht auch noch die UAD in normalen Karten, also die PCI Express Karten und die Prozessoren, die man auch kaufen kann, dass nicht auch die quasi eine Art Dongle sind, um Luna zu benutzen. Klar, du kannst da nicht mit dem Universal Audio Interface aufnehmen, das heißt, diese ganze Realtime-Kram fällt vielleicht weg, aber du kannst ja trotzdem darin mischen oder sonst irgendwas. Ne? Vielleicht ziehen sie ja da auch nochmal nach. Wir werden sehen. Was gibt es sonst noch? Ansonsten gibt es noch, was hat mich sehr überrascht und jetzt muss ich tatsächlich auch nochmal nachrecherchieren. Telefunken hat ja Mikros wieder aufgelegt. Jetzt klang es für mich erst so, das wären irgendwelche Nachbauten von legendären Mikros.
Scheint aber nicht so zu sein, sondern die haben das ELA M260 wieder aufgelegt, was wohl 2010 auf den Tech Award gewonnen hat. Auf der NAMM. Ja. Oder nicht auf der NAMM, keine Ahnung. Das sind Röhrenmikrofone, sehen sehr schick aus, sehr vintage aus. Kommen in der Regel mit 3 verschiedenen Kapseln, Kugel, Niere und Hyperniere. Ja. Und das Interessante ist ja auch, dass es ja kaum Konkurrenz auf dem Markt gibt. Ne? Also so im oberen Segment Röhrenmikrofone, Kleinmembraner. Schöps vielleicht noch? Macht Schöps noch Röhren? Auch nicht mehr? Kenn ich keine. Also sagt mir jetzt auch nichts. Und, ja, aber das ist schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Stell jetzt, wo du es sagst, macht tatsächlich Sinn, mal wieder ein Röhrenmikrofon offiziell wieder auf den Markt zu bringen. Einen kleinen Membran. Genau, in der Oberklasse. So kannst du ansonsten halt nur Gebrauchte kaufen. Es gibt natürlich einen ganzen Haufen gebrauchten, guten Kram auf dem Markt. Wir haben zum Beispiel Videos zum M582 von Neumann GFL gemacht, was für einen super kleinen Preis auch ein extrem schickes Röhrenmikrofon ist. Ja. Ansonsten die üblichen verdächtigen KM54 und sowas. Nämlich so nach den Videos, wie man das so auf YouTube so findet, finde ich, geht das auch so ein bisschen in die Richtung KM54. Ne? Dieser total offene, fast ein bisschen kristalline Sound, trotzdem mit so einer gewissen Wärme untenrum von der Röhre. Ja. Und sollten wir uns mal ran schaffen. Das sollten wir definitiv mal testen. Vor allem der Preis ist jetzt... Es ist jetzt nichts für den kleinen Home-Recording-Geldbeutel, muss man ganz ehrlich gestehen, sondern da kostet ein Mikro mit einer Nierenkapsel liegt bei $1.300 knapp. So. Aber verglichen mit einem Neumann KM54 ist das ein Geschenk. Ja, richtig. Ja. Und vor allem hier hast du natürlich den Vorteil, die Röhre, die kriegst du auch noch. Die benutzen nämlich eine New Old Stock 5840W. So, also das scheint für mich, dass man die noch bekommt bei denen auch, ne? Eine AC701 sieht das dann nämlich ein bisschen schwieriger aus. Allein preislich ist das dann schon eine 701. Genau, und auch von der Verfügbarkeit einfach, ne? Das heißt ja nicht, wenn deine Röhre kaputt ist, dass egal welchen Preis du zahlst, du sofort eine bekommst. Wenn gerade keine online ist, dann gibt es nichts, ne? So, die haben in den USA angefertigten Übertrager drin, sagen nicht genau, was für einen das sind. Und dann steht hier noch, außerdem sind neue Kondensatoren eingebaut, die Impedanz und das Grundrauschen verringern sollen. Da werde ich immer ein bisschen hellhörig und kriege Bauchschmerzen, aber das muss man dann tatsächlich mal sehen. Wir mögen Rauschen. Ist wirklich so, ne? Also ich habe nichts gegen Rauschen. Ja, das waren 2 weitere News. Es gibt noch eine ganze Menge weiterer Sachen, die wir die nächsten Tage vorstellen wollen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal. Und schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, was haltet ihr von dem Mikro oder von der Universal Audio DAW. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.